Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute wieder mit Theresa und mir gemeinsam. Wir werden heute über Redewendungen sprechen. Und ich würde sagen, dass wir gar nicht lange drum herum reden. Wir fangen gleich an. Ich habe einige Redewendungen vorbereitet und möchte, dass Theresa sie mir und euch erklärt. Und bevor es so richtig losgeht, noch der kurze Hinweis, dass das ein muttersprachliches Gespräch ist. Also Theresa und ich sprechen ganz authentisch in unserer Muttersprache Deutsch, so wie wir privat auch sprechen. Das ist für euch die optimale Möglichkeit, euer Hörverstehen zu trainieren. Ihr könnt aber auch gerne die Untertitel aktivieren, wenn es euch zu schnell geht. Dieses Mal gibt es übrigens am Ende des Videos auch ein kleines Quiz, sodass ihr überprüfen könnt, ob ihr alles gut verstanden habt. Wenn du bereit bist, dann geht's los. Ich bin bereit. Let's go. Okay, Theresa. Also, alle Redewendungen, die ich in unserer schlauen Liste gesammelt habe, habe ich aus Büchern oder Serien, wo ich immer fleißig mitgeschrieben habe. Also, diese Redewendungen werden tatsächlich benutzt. Und das erste ist der schöne Ausdruck, ich fress nen Besen. Ich fress nen Besen. Was heißt das? Okay, also fressen ist ja eigentlich was nur Tiere machen. Also das Essen, was Tiere machen, ist fressen. Und wenn ich sage, ich fresse einen Besen, also das ist ja total absurd. Das ist natürlich irgendwie nicht die Realität. So. Njom, njom, njom. Frischer Besen heute aus dem Ofen. Das verwendet man eher so diese Phrase, ich fresse einen Besen. Wenn irgendwas so total übertrieben ist oder so absurd ist, dass du nicht glauben kannst, dass das wahr ist. Also man sagt das auch oft so in dem Kontext, also wenn das stimmt, wenn bla 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 wirklich Bundeskanzler wird, dann fresse ich einen Besen. So, oder? Wenn sowas total absurd ist und wenn man was überhaupt nicht glauben kann, dann sagt man so, dann fresse ich einen Besen. Ja, genau. So ja. Also irgendwas total Ungläubiges, das möchte man gerne Besen fressen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Okay, das nächste ist auch ein schöner Ausdruck. Das heißt, ich freue mich wie Bolle. Ich freue mich wie Bolle. Ich dachte jetzt, ich freue mich wie ein Schnitzel. Das gibt's auch. Kann man auch sagen, gell? Ich freue mich wie Bolle. Also ich freue mich sehr, sehr stark. Ich habe sehr viele glückliche Emotionen in mir. Ich freue mich wie Bolle oder ich freue mich wie ein Schnitzel. Ja, genau. Gibt's auch. Wahrscheinlich eher hier in Süddeutschland, Österreich. Kann Weiß sein. ich nicht, nie. Wahrscheinlich Ja. überall. Ich habe übrigens recherchiert, was Bolle ist. Ja, genau, weil Bolle ist ja eigentlich jetzt an sich kein Wort. Es gibt verschiedene Theorien, woher das kommt. Was ich gefunden habe, ist, dass es um 1900, also vor sehr langer Zeit, einen Berliner namens Heinrich Bolle Blankertz gab, der eine Milchhandlung betrieben hat und dann immer die Milch ausgefahren hat, also frische Milch, und jeder hat sich gefreut, dass endlich die frische Milch kommt, und da sein Name oder sein Spitzname Bolle war, haben sich vor allem die Kinder dann gefreut wie Bolle, weil eben die frische Milch gekommen ist. Das ist süß. Ob das stimmt, sei dahingestellt, aber das ist zumindest eine Theorie. Eine süße Theorie. Genau. Ja. Okay, dann haben wir noch eine Redewendung und die heißt, es zieht wie Hechtsuppe. Zieht wie Hechtsuppe. Kennst du es nicht? Ja, doch schon. Also ein Hecht ist ein Fisch. Ja. Auch da, vielleicht hast du die Erklärung, woher das kommt. Man verwendet das, also es zieht, bedeutet, es kommt Luft. Zum Beispiel, wenn man die Tür öffnet und das Fenster öffnet, dann gibt es einen Luftzug. Und das ist oft unangenehm, ne? Also wenn es dann so kalt irgendwie im Rücken ist oder so. Und dann kann man sagen, boah, machst du mal das Fenster zu. Es zieht hier wie Hechtsuppe. Aber woher kommt's? Es kommt tatsächlich aus dem Jiddischen. Also es ist ein jiddisches Wort. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie man es ausspricht. Hech, super oder so. Ich kann kein Jiddisch, aber vielleicht kann es ja jemand von euch. Das wäre mal interessant zu wissen, was so viel bedeutet wie starker Wind oder stürmisches Wetter. Und durch Missverständnisse, weil das eben so ähnlich klingt, wurde daraus dann tatsächlich Hechtsuppe. Ach nee. Also hat es nichts mit Suppe oder Hecht oder Fisch zu tun? Nee, gar nichts. Ja einfach spannend. nur, weil es so ähnlich klingt und dann irgendwie falsch überliefert wurde, vermutlich. So funktioniert Sprache. Ja, Ist das verrückt, nicht oder? verrückt? Okay. Schön. Okay. Dann der nächste Ausdruck ist, das ist eine andere Hausnummer. Ah. Das ist das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Moment, ich muss kurz überlegen, wann man das verwendet.
Also wenn man zwei Dinge vergleicht und eine Sache dann nochmal extremer ist, sozusagen. Ich brauche eine Beispielsituation. Ich habe gerade an Autos gedacht, wenn du ein Auto kaufen willst oder vielleicht ein Beispiel, ich wollte ja so ein kleines Wohnmobil kaufen, so einen kleinen Van eigentlich. Und im Zuge dessen haben wir uns natürlich auch größere angeschaut, größere Wohnmobile und so weiter. Und da würde es zum Beispiel passen, wenn du sagst, naja, ich habe so ein bestimmtes Budget für meinen kleinen Van und dann schaust du dir dieses riesen Wohnmobil an und dann sagst du, naja, aber das ist jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, aber dann, also im positiven Sinne, ne, dass man so denkt, also das ist nochmal das nächste Level sozusagen. Ja, oder in dem Fall auch eigentlich ja negativ, weil es ja schon auch vom Preis her nochmal komplett anders war. Genau, aber ich glaube, also in dem Fall jetzt auch, dass es ja dann einfach nochmal mehr Luxus ist oder mehr Vorteile hätte, aber natürlich auch dann negativ, weil es natürlich teurer ist. Ja, genau. So. Aber ja, also einfach nochmal etwas ist nochmal das nächste Level. Das ist eine andere Hausnummer. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Okay, dann haben wir eigentlich einen Ausruf, der heißt zieh Leine. Ah, zieh Leine, also geh weg. Ja. Oder? Ich habe gerade auch wieder an die Alternative gedacht, auf Bayerisch, schleich dich, oder? Genau. Schleich die. Auf Bayerisch oder zieh Leine, verzieh dich, also geh weg. Ja. Weißt du, woher das kommt? Nee. Aus der Seefahrt tatsächlich. Ah. Also die Leine nennt man, glaube ich, Tau eigentlich jetzt, oder? Also wo man das Schiff oder das Boot befestigt und wenn man das eben löst, dass man losfahren kann. Ach ja, klar. Daher kommt das, dass man die Leine zieht. Aha, okay. Also wenn ein Schiff oder Boot am Hafen ist, dann wird es festgebunden und wenn man diese Leine loslässt, loszieht, dann geht's los, dann geht man weg sozusagen. Ach cool, macht Sinn. Gut. Okay, dann das nächste ist vielleicht eher ein Ausdruck und beziehungsweise nur der Satzanfang, der heißt, ich kann von Glück sagen, dass ich oder wenn ich etwas mache. Also ich kann von Glück sagen, wenn ich morgen nicht krank bin. Ah, okay. Wenn ich morgen nicht krank bin. Ja, mit wenn oder mit das, also je nachdem, was man sagen möchte. Also, okay, wenn ich sage, ich kann etwas von Glück sagen, dann meint man, dass man in einer Situation Glück hatte? Ja, genau. Einfach, oder? Also, ja, genau. Also zum Beispiel, ich kann von Glück sagen, dass ich heute nicht, dass ich heute nicht krank war, weil, keine Ahnung, es geht ein Virus rum oder wie auch immer. Dann kann ich, ich hatte Glück, dass genau. wäre ja eine Alternative dafür. Und das ist eben der Ausdruck, ich kann von Glück sagen. Also ich hatte wirklich Glück, ich hatte Glück mit etwas. Ja, super. Okay, das nächste finde ich auch sehr schön. Das heißt, umgekehrt wird ein Schuh draus. Okay, das ist, wenn man in einer komplizierten Situation ist, in der man den Sinn nicht sofort sieht, auch, oder? Also irgendwas ist super, wir hatten das in einem der letzten Videos, verzwickt, so eine verzwickte Situation, also es ist nicht ganz klar, es ist irgendwie so kompliziert oder man versteht etwas nicht ganz und dann wird es einem aber plötzlich klar. Also, oder? Dann würde man sagen, und andersrum wird ein Schuh draus. Also ja, ich hätte jetzt sogar gesagt, dass man eher oft dann irgendwie genau das Gegenteil von dem macht, wie man es zuerst versucht hat. Also wenn du versuchst, irgendwie was zu machen und du merkst, nee, warte mal, so komme ich nicht weiter. Ich mache vielleicht genau das Gegenteil oder ich mache es genau andersrum. Dann würde man sagen, ach nee, warte, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also ich muss genau das Gegenteil sozusagen machen, damit es funktioniert. Ja, okay. Ja, das mit dem Gegenteil ist ein guter Punkt. Ich hatte jetzt eben nur so, man macht etwas und der Sinn ist nicht klar und plötzlich ergibt sich aber der Sinn im Kopf und dann passt es gut dazu, dass man einfach das Gegenteil macht
Und dann macht es plötzlich Sinn. Genau. Ja. Das kommt tatsächlich wieder aus dem Handwerk, und zwar aus dem Schusterhandwerk. Ja, dachte ich mir. Weil die Schuhe anscheinend so gefertigt wurden früher, gerade also Lederschuhe, dass man die andersrum vernäht hat und dann eben umstülpen musste, also umdrehen musste, damit sie dann die richtige Form hatten. Ah, ja. Also genau umkehren, umdrehen, damit ein Schuh draus wird. Ja, okay, verstehe ich. Sehr gut. Dann haben wir den Ausdruck lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das mache ich schon auch öfter. Also zum Beispiel, wenn man eine eigentlich kurze Geschichte sehr ausführlich erzählt und nicht zum Punkt kommt. Genau, dann kann man sagen, okay, Moment. Also man erzählt und erzählt und erzählt und am Schluss sagt man, okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe morgen keine Zeit, zum Beispiel. Und vorher hat man halt noch extra Details erzählt. Ich habe keine Zeit, weil bla 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 bla. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Zeit. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja. Da vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass es eigentlich tatsächlich heißt, langer Rede, kurzer Sinn, also man benutzt den Genitiv. Es ist aber tatsächlich heute umgangssprachlich sehr häufig zu hören, lange Rede, kurzer Sinn. Stimmt. Weil sich das einfach so eingebürgert hat und weil, wie ihr vielleicht ja auch wisst, wir beim Sprechen den Genitiv nicht so gerne benutzen. Deswegen ist beides akzeptabel, würde ich sagen, aber wenn man ganz korrekt sein will, dann heißt es langer Rede, kurzer Sinn. Gut. Und unser letztes ist wieder ein Ausruf und der heißt Pustekuchen. Ja, Pustekuchen. Boah, also ich fühle das Wort total, aber ich finde es gerade schwierig, das zu beschreiben. Ja, Pustekuchen, es war überhaupt nicht so. Ja, genau. Oder? Also so ein, ja, stimmt aber nicht. Ja. Etwas stimmt nicht Ja. oder etwas, ja, Stimmt nicht. Etwas hat nicht geklappt vielleicht, etwas hat nicht funktioniert. ja. Ja, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Person verspricht dir, ich werde immer für dich da sein. Du brauchst mich nur anrufen und dann können wir reden und ich bin immer für dich da. Und dann ist eine Situation und du rufst an und du hörst nichts von dieser Person, überhaupt nichts. Dann kannst du sagen, ja, Pustekuchen. Sie hat gesagt, sie wird mir helfen, aber Pustekuchen. Es ist nicht die Wahrheit. Ja, es hat nicht geklappt. Es schwingt auch ein bisschen so Enttäuschung mit, finde ich, oder? Also man ist so ein bisschen resigniert und enttäuscht und man sagt, naja, Pustekuchen, das war nix. Ja. Sagt oft auch, das war ein Satz mit X. Ja, stimmt. Das war nix, also es Ja. hat nicht funktioniert. Ja, voll. Pustekuchen. Pustekuchen. Kommt übrigens auch wieder angeblich aus dem Jiddischen. Also wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt uns das gerne. Ist aber auch nicht genau geklärt, woher dieser Ausruf eigentlich Okay. kommt. Genau. Aber eher wieder ein emotionaler Ausruf, ne? Ja, genau. Pustekuchen. Okay, dann vielen Dank, Theresa. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte wie immer euren Daumen nach oben da. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Und jetzt im Anschluss kommen noch die Quizfragen. Da könnt ihr testen, ob ihr alles gut verstanden habt. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder.